Hallo zusammen. Nach Anfrage von meiner lieben Followerin drehe ich dieses Video und es geht um Eichelkörbchen. So sieht das aus. Ich habe in 2 Varianten gehäkelt und in diesem Video zeige ich diese Körbchen, aber parallel erkläre ich, wie man auch kleines häkelt. Es gibt nicht so viele Unterschiede. Unterschied Nummer 1, Größe. Und das fängt bei Boden an. Hier sind 3 Reihen, hier sind 4 Reihen. Dann, es wird auch anders Zunahme und Abnahme vorgenommen. In diesem Körbchen sind bei der Reihe Nummer 3 6 Zunahmen auf einmal. Dann geht die direkt zur Seite. Und bei der letzten Reihe wieder die 6 Abnahmen. Dann geht das zusammen. So auch die Form. Bei diesem Körbchen geht es langsamer hoch. Bei der Reihe Nummer 3 werden erstmal 3 Zunahmen, dann bei der nächsten noch 3 und noch 3. Also es wird langsam in die Breite steigen. Nicht so wie hier direkt, sondern hier ein bisschen langsam. Und auch hier oben Abnahmen mache ich mit 2 Reihen. Also hier werden 6 Abnahmen und bei der letzten 3. Und kommt man an die gleiche Maschenanzahl wie der Boden wieder. Und dafür ist ein bisschen andere Form, ein bisschen so geschmeichelt, sage ich mal so. Ich erkläre auch, wie Sie auch andere Formen beeinflussen können mit Zunahmen, Abnahmen. Also kann man variieren, Größen auch anders häkeln, wenn ihr da noch weiter Boden häkelt. Also ihr könnt ausprobieren, so wie die Deckeln auch. So sieht das von oben aus. Okay, Abmessungen für diese Körbchen sind erstmal klein. Klein in der Boden ist 7 cm, sag ich mal. Da oben ist ein bisschen breiter 9. Dann die Höhe. Höhe ist 12 cm. Und die Breite 13. So, jetzt messe ich zusammen mit Deckel. Mit Deckel ist ungefähr 14 cm. Und hier ist 5 cm. So, jetzt Größe. Boden ist 10,5. Die Höhe ist, sage ich mal, 15. Breite 17. Ich sag mal 17, wenn man so schaut. Oben dann ist das 12. Und jetzt inklusive Deckel. Inklusive Deckel ist 18 cm, sag ich mal. Gehäkelt habe ich das mit Bobine, 5 mm Garn. Ich habe Häkelnadel Nummer 10 und Nummer 8 benutzt. Außerdem braucht man Maschenmarkierer und die Schere. Als erste häkeln wir Amigurumi-Ring und in diesen Ring 6 Maschen. Ich nehme Häkelnadel Nummer 10. Wenn diese Ende lässt sich leicht bewegen, dann ist alles richtig. Zählen Sie nach. Unten sind 6 V, oben sind 5 Maschen und die 6. ist offen. Ich nehme Häkelnadel Nummer 8 jetzt und schließe mir erste Reihe.
Ziehen Sie diese Endstück so zusammen. Öffnung schließt sich. In diesem Video zeige ich alle leichteste Abschluss. Wenn ihr wollt, können Sie auch andere Varianten anschauen. Ich habe extra Video dafür. Link stelle ich unten in Beschreibung. So, schauen Sie, diese ersten 2 Faden liegende. Ziehen Sie diese offene Masche durch. Und dann hier bei der ersten V zwischen 2 Faden in die Mitte stechen. Hier kommt auch zwischen 2 Faden raus. Drauflegen und abhäkeln. Das ist die erste Masche von der Reihe Nummer 2 und ist abgeschlossen. Kann man auch so häkeln noch. Das durchziehen, dann in die Mitte zwischen 2 Faden. Erstmal Masche rausziehen, dann drauflegen. Also es gibt keinen Unterschied, wenn die so oder so machen. Bei dieser zweiten Variante kann sein, dass ein bisschen dicker hier ausfällt. Also können Sie entscheiden. Und wie gesagt, schauen Sie auch andere Videos. Es gibt auch Möglichkeit, mit einem Endstück zu verbinden. Dann wird die Verbindungsstelle nicht sehbar sein. Und ich häkle jetzt so, das ist die leichteste Variante. In die erste Reihe verdoppelt man jede V und am Ende wird es 12 Stück sein. Eine haben wir schon direkt hier gemacht, dann an die gleiche Stelle. So, dann suchen Sie diese V und passen Sie auf, dass der hinten auch zwischen 2 Faden rauskommt. Ich häkle ein bisschen fester, deswegen vielleicht hier ist keine Öffnung. Und manche fragen mich, warum hier bei mir ganz viel auf ist. Wenn man mit größerer Häkelnadel häkelt und ein bisschen locker, dann kann sein, dass auch Öffnung hier bleibt. So, weiter geht's. In jede Masche 2 Stück. Zählen Sie nach, es sind 12 V und 11 Maschen oben, das ist Nummer 12. Jetzt verbinden wir das unter diese 2 Faden in die Mitte. Hier kommt zwischen 2 Faden raus, das drauflegen und abhäkeln. Das ist die erste Masche von der Reihe Nummer 3. Der Reihe Nummer 3 wird zwischen Zunahmen eine feste Masche gehäkelt und am Ende wird es 18 Maschen sein. Ich häkle hier einzelne, dann in die nächste mache ich Zunahme Verdoppelung. Dann ist die einzelne, dann ist die nächste Verdoppelung. Bis zu Ende von dieser Reihe. Wer häkelt kleinere Körbchen, dann dritte Reihe ist die letzte Reihe und spielen Sie ein bisschen vor und gehen Sie auf die Stelle, wo Wände sind. Und ich häkle noch eine Reihe hier, Reihe Nummer 4. Verbindung ist klar, dasselbe wie vorher. In der Reihe Nummer 4 wird zwischen Zunahmen 2 einzelne Maschen gehäkelt. Und ich mache Zunahme direkt hier bei der ersten. Noch eine in die gleiche Stelle.
dann 2 einzelne. Dann kommt die nächste Zunahme und wieder 2 einzelne bis zu Ende. Am Ende wird es 24 V sein oder 23 Maschen hier oben. Bevor wir weiter Wände häkeln, nehmen Sie eine dünnere Häkelnadel und verstecken Sie diese Ende und im besten Fall auch vernähen. Da mit Baumwollgarn kann man auch das in Waschmaschine waschen. Einfach hier abschneiden und diese Ende vernähen. Weiter häkeln wir Wände hoch und es gibt 2 Varianten davon, wie man das macht. Erste Variante wie in diesem kleinen Körbchen. Hier bleibt nur ein Faden unten. Oder ich mache jetzt andere Variante. Und zwar bleiben dann 2 Faden unten, dieser Zopf. Und deswegen muss man auch anders verbinden. Die Variante für kleine Körbchen verbindet man so. Und das 2 durchziehen. Und die nächste Masche häkelt man schon mit diesem Faden und mit diesem Faden. Also 2 Stück. Man geht hier rein, man geht in diese Faden rein und dann nehmen Sie auch diese offene Masche und 3 auf einmal häkeln. Ein bisschen schwer, aber funktioniert. So sieht dann das aus. Es wird so nach oben dann steigen und hier unten bleibt nur ein Faden. So, und ich häkel ein bisschen anders, damit unten 2 Faden bleiben. Und das heißt, ich soll nur diese einen Faden nehmen. Ich gehe hier rein, dann nehme ich auch diese offene Masche und häkle ich eine feste Masche. So, so sieht das aus. Dann die nächste, hier nur unter einen Faden. Also erste Reihe wird ohne Zunahmen sein. Einfach in jede Stelle hier eine feste Masche häkeln. Dann wird das auch so hoch stehen. Und hier bleibt Zopf. So sieht das jetzt aus. Die Verbindung ist wie vorher. Hier zwischen 2 Faden. Hier kommt man zwischen 2 Faden raus und Masche abhäkeln. Ich möchte euch kurz erklären, wie man die Zunahmen vornehmen kann, damit man die gewünschte Form bekommt. Hier zum Beispiel bei den kleinen. Schauen Sie, 2 Reihen waren ohne Zunahmen. Dann in der Reihe Nummer 3 direkt habe ich 6 Zunahmen vorgenommen. Das heißt, zwischen Zunahmen war 2 einzelne Maschen. Und dann die Form geht direkt zur Seite. Dann hier oben bei der letzten Reihe habe ich diese 6 Zunahmen wieder abgenommen. Das heißt, die 2 zusammengehäkelt und dann 2 einzelne. Und dann wieder 2 zusammengehäkelt. Und war ich wieder bei Maschenanzahl wie bei dem Boden. Und so sieht diese Form aus. Man kann mit Maschen spielen ein bisschen. Zum Beispiel erstmal 3 machen hier Zunahmen, bei der nächsten Reihe noch 3, dann bei der nächsten noch 3 Zunahmen, aber nicht übereinander direkt, das zeige ich auch später bei diesem Beispiel. Dann wird Körbchen ein bisschen langsamer gehen zur Seite, nicht so hier direkt, sehen Sie, gerade und dann direkt so. Also können Sie selber ausprobieren, welche Methode ist für Sie besser ist. Also für kleine Körbchen habe ich mich so entschieden, 6 Zunahmen, 6 Abnahmen.
klein, kompakt, sieht schön aus. Große Körbchen zeige ich jetzt, wie man das langsam bekommt. Und es wird ein bisschen noch breiter sein. Erstens, weil das 4 Reihen hier und hier mache ich 3 Reihen mit Zunahmen. Okay, die Reihe Nummer 2 häkel ich noch ohne Zunahmen, genauso wie hier. Wer mag, kann auch ab dieser Reihe schon Zunahme vornehmen. Dann wird das ein bisschen noch zu Seiten. Also früher fängt das an. Entscheiden Sie selber. Und diese Reihe einfach ohne Zunahme weiter häkeln. Reihe Nummer 3. 3 Zunahmen. Ich habe markiert, zwischen markierten Maschen sind 7 einzelne Maschen. Man kann einfach so markieren, nach Augenmaß, muss man nicht unbedingt nachzählen. Und in diese Stellen kommen 2 Stück in eine Masche. Wenn ihr kleineres Körbchen häkelt, dann macht das mit 6 Zunahmen hier. Also regelmäßige Abstände, 6 Zunahmen. Wie gesagt, es war hier 2 Zwischenzunahmen, weil hier nur 3 Reihen Boden. Aber wenn ihr häkelt mit 4 Reihen Boden, dann wird hier zwischen Zunahmen 3 Stück sein. So, und weiter. Einzelne 7 Stück. Und ich möchte euch noch zeigen, manche Leute fragen mich, warum beim Häkeln von Strickstich diese V schauen nach links oder beim Linkshändler umgekehrt nach rechts. Es gibt mehrere Gründe dafür. Man häkelt vielleicht zu locker und hält dann das ein bisschen schief und dann automatisch wird das nach links gezogen. Versuchen Sie es immer bewusst gerade zu halten. Und es gibt noch eine kleine Hilfe dafür. Und zwar, wenn ihr häkelt ab, nehmt gar nicht so gewöhnlich von unten, sondern von oben, hier, also von hinten. Dann wird das ein bisschen straffer gehäkelt und werden dann ein bisschen mehr gerade stehen. Es wird auch fester sein. Und versuchen Sie es immer nicht nach links ziehen, sondern umgekehrt nach rechts. Und von hinten häkeln. Dann wird das einigermaßen schon gerade stehen. Bei der nächsten markierten Stelle wieder Zunahme. Und so häkelt ihr bis zu Ende von dieser Reihe. In der Reihe Nummer 4 3 Zunahmen und die müssen platziert sein zwischen vorherigen Zunahmen. Also hier war 7 Maschen, dann zählen Sie nach dieser Zunahme 1, 2, 3 in die 4. markieren. Bis zur nächsten sind 8 einzelne markieren, dann wieder 8 einzelne markieren. Und wie die Reihe vorher, in die markierte Stelle dann verdoppeln. Alle anderen häkelt man einzelne. In der Reihe Nummer 5 mache ich die letzte Zunahme. Wer will, kann jederzeit aufhören, wenn ihr seht, dass die nach außen so ein bisschen weitergeht und es ist genug für sie. Dann können Sie aufhören und weiter einfach ohne Zunahme hochhäkeln. Ich mache noch eine Reihe, weil mein Körbchen wird schon ein bisschen größer sein. Und ich habe markiert, also schauen Sie, eine Reihe unten hier war Zunahme und die vorherige Reihe hier Zunahme. Und ich habe genau zwischen denen markiert. Zwischen markierten Stellen sind jetzt 9 einzelne Maschen.
Und genau wie vorherige Reihe, wo einzelne, dann häkelt der einzelne, wo markierte Stelle, dann verdoppeln. So sieht das jetzt aus, können Sie direkt vergleichen. Bei dem kleinen ist ganz stark zur Seite gegangen und hier bei dem großen langsam. Also weiter häkle ich einfach in die Höhe. Wenn ihr noch breiter wünschen, machen Sie auch das gleiche mit 3 Zunahmen noch eine Reihe. Und dann in die Höhe häkeln. Ohne Zunahmen, Masche in Masche, jede einzelne. So sieht das jetzt aus. Ich habe insgesamt hier 10 Reihen. Und bei der nächsten Reihe werde ich direkt 6 Abnahmen vornehmen. Wer häkelt kleinere? Der hat jetzt 8 Reihen und in der Reihe Nummer 9 häkelt Abnahmen. 2 zusammen, dann 2 einzelne, dann wieder 2 zusammen, 2 einzelne. Die Abnahmestellen habe ich markiert, 6 Stück. Und zwischen diesen Stellen sind unterschiedlich mal 4 mal 3 Maschen. Also kann man einfach nach Augenmaß markieren oder zählen Sie nach. Zum Beispiel hier zeige ich jetzt erste Masche und dann direkt Abnahme, 2 Stück. Habe ich markiert, direkt 2. Dann zwischen diese Abnahmen 4 einzelne markiert, 3 einzelne markiert. Dann 4 einzelne markiert, wieder 3 und am Ende 4 und bleibt hier dann 3. 1, 2, 3, ja. Also es abwechselnd mal 4 mal 3. Und Abnahme geht so. In die Mitte rausziehen, in die nächste Mitte rausziehen und alle 3 auf einmal häkeln. Dann einzelne bis zur nächsten markierten Stelle. Genau dasselbe. Hier rein und dann in die nächste und alle 3 auf einmal häkeln. So, es geht direkt nach innen. Ihr häkelt das bis zu Ende selbstständig. Und in die letzte Reihe 3 Abnahmen. Zwischen Abnahmen sind 8, 8 und 7 Maschen. Also ihr häkelt genau das gleiche wie die Reihe vorher. Und bei diesen Maschen, welche war zusammengehäkelt, gehen Sie wirklich direkt in die Mitte diese 2. Und hier auch zwischen 2 Faden raus. So sieht denn das aus. Und die erste Abnahme. Und weiter bis zu Ende selbstständig. So sieht jetzt fertig aus. Ich habe 12 Reihen gehäkelt. Als Abschluss kann man eine Reihe noch mit Kettmaschen umhäkeln. Oder kann man auch so lassen, wer mag. Ich zeige, wie das funktioniert mit Kettmaschen. Verbindung, hier Masche durchziehen und direkt unter diese Verbindungsstelle reingehen. Drauflegen und Masche rausziehen. Dann direkt in die nächste Öffnung unter die 2 Faden durchziehen. Versuchen Sie es ein bisschen fester, damit das noch ein bisschen zusammen so zieht. Und durch jede Öffnung eine Kettmasche durchziehen.
die letzte Masche hier war und hier schon Verbindungsstelle. Garn abschneiden, ein Stück rausziehen. Unter diese 2 erste Faden ein Stück durchziehen und wieder zurückbringen auf die Stelle, wo es rauskommt. Drehen Sie rum, schauen Sie durch mehrere Maschen hier, durch mehrere Stellen und ist abgeschlossen. Ziehen Sie noch zurecht, damit das alles gleich groß bleibt. Und jetzt diese Endstück runterziehen und verstecken. Also jetzt kann ich euch zeigen, wie sieht das innen aus. Diese Verbindungsstelle hier, sehen Sie diese Streifen. Und bei einem kleinen Körbchen gibt es gar keine Verbindungsstelle, weil ich habe es mit einem Endstück abgeschlossen. Es ist wirklich keine einzige Stelle zu sehen, alles gleichmäßig. Und können Sie jetzt direkt vergleichen, diese Form. So, hier war gerade, dann 6 Zunahmen, gerade und 6 Abnahmen. Hier haben wir 2 Reihen ohne Zunahmen, dann 3 Reihen war mit Zunahmen, dann gerade und 2 Reihen mit Abnahmen. So sieht das aus. Weiter häkeln wir Deckel. Im Prinzip Anfang ist dasselbe für kleine und für große. Ich erkläre jetzt, wie man häkelt kleine. Wer mag das Häkeln, bitte jetzt aufpassen und gegebenenfalls aufschreiben. Ich sage jetzt jede Reihe. Und weiter im Video zeige ich, wie häkelt man Großes. Also für den kleinen Amigurumi-Ring mit 8 festen Maschen. Reihe Nummer 2 wird jede diese Masche verdoppelt. Am Ende von Reihe Nummer 2 sind dann 16 Maschen. Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche verdoppelt. Zwischen Verdoppelung ist eine feste Masche. Reihe Nummer 4 häkelt man ohne Zunahmen, Masche in Masche. In der Reihe Nummer 5 werden Zunahmen vorgenommen, und zwar zwischen Zunahmen sind 5 einzelne feste Maschen. Dann wieder Zunahme, dann wieder 5 einzelne feste Maschen. Und die Reihen 6 und 7 häkelt man einfach ohne Zunahmen geradeaus. Und hier habe ich keinen Abschluss gemacht, einfach so auch hier gelassen. Jetzt zeige ich, wie man für große Körbchen häkelt. Häkelnadel Nummer 10, Amigurumi-Ring. In diesem Ring sind 8 Maschen. Also es wird 8V sein oder 7 Maschen oben. Die 8. wird offen noch sein. Ziehen Sie an dieses Endstück, Kreis schließt sich und Verbindung wie vorher durchziehen. Zwischen 2 Faden hier drauflegen und abhäkeln. Bei der Reihe Nummer 2 wird jede Masche verdoppelt. Wie gesagt, dann wird dann am Ende 16 Maschen sein. Also ich habe Häkelnadel Nummer 8 jetzt genommen. In der Reihe Nummer 3 wird jede zweite Masche zugenommen und zwischen Zunahmen sind eine einzige. Hier habe ich eine gehäkelt, nächster kommt bei mir Zunahme und dann wieder einzelne und dann Zunahme bis zu Ende von dieser Reihe. Da wir große Körbchen mit 4 Reihen haben, häkeln auch Deckel erstmal mit 4 Reihen mit Zunahmen. Also verbinden. Und die Reihe Nummer 4 wird zwischen Zunahmen 2 einzelne sein. Ich häkel direkt bei der ersten noch eine Masche, dann 2 einzelne. Und wenn Sie auch schon merken, dass der Deckel geht schon ein bisschen so nach unten
weil es sind keine 6, es sind 8 Maschen. Deswegen ist es nicht gerade. So, Zunahme, 2 einzelne und dann wieder Zunahme bis zu Ende von dieser Reihe. Reihe Nummer 5 häkelt er selbstständig, ohne Zunahmen, einfach 32 Maschen. Reihe Nummer 6, da werden 4 Zunahmen vorgenommen. Hier erst habe ich gehäkelt, markiert und dann 7 mal abgezählt und die 8. markiert, 7 mal abgezählt, 8 markiert, also 4 Stück. Deckel wölbt sich ein bisschen unförmlich, es ist normal, später wird seine Form annehmen. Also, wo markierte Stelle, eine Zunahme. Alle anderen sind einzelne. Jetzt schauen wir, wie sieht das beim Körbchen aus. So, gerade setzen. So. Wenn ihr Eindruck habt, dass es noch zu wenig hier ist, dann könnt ihr noch eine Reihe mit 4 Zunahmen vornehmen. Oder anstatt 4 Zunahmen hier direkt wieder 8 machen in dieser Reihe. Also könnt ihr ausprobieren, wenn ihr nach anderem Maß häkelt. So, ich denke, jetzt häkle ich 2 Reihen ohne Zunahmen. Einfach Masche in Masche, genauso wie hier. Die 2 Reihen sind fertig. Jetzt schauen Sie, es wölbt sich nicht mehr. Es sitzt perfekt jetzt auf dem Körbchen. Allerdings, wer mag, kann auch das mit Dampf bügeln. Eine kleine Handtuch hier auffüllen in Form und ordentlich mit Dampf bügeln, dann wird das auch eine gültige Form nehmen. Wer mag, kann auch diese Abschluss häkeln nochmal hier, aber ich lasse es so und werde ich jetzt abschneiden. Hier unter diese 2 Faden ein Stück durchziehen und wieder auf die Stelle bringen, wo es rauskommt. Und wie immer verstecken und vernähen. So sieht dann das aus. Jetzt häkeln wir diesen kleinen Griff. Es ist gleich für beide Körbchen. 6 Luftmaschen lassen sich hier ein bisschen Ende. Dann verbinden wir das auch. Also fixieren ein Körbchen. Also 6 Luftmaschen. Drehen Sie rum und wir häkeln mit Kettmaschen 5 Stück zurück. Und ein Faden hier. Einfach Kettmasche durchziehen. Jetzt schneiden Sie Garn ab. So, und müssen wir jetzt hier irgendwo in die Mitte platzieren. Also ich nehme auch dünnere Häkelnadel, vielleicht Nummer 5. So, von innen erstmal in die Mitte durchziehen. Und dann die andere. Schauen Sie, wo das am besten reinkommt. Nebendran irgendwo. So, ungefähr so wird das aussehen. Und hier muss man alles verknoten. Und ich habe einfach so abgeschnitten, so gelassen. Kann man auch verstecken und auch vernähen. Und das war's, meine Körbchen sind fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr mir auf Instagram oder E-Mail ein Foto schicken, werde ich mich besonders freuen. Abonnieren Sie meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!